Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video hier aus der Aquarellwerkstatt. Ich bin Barbara Hirsekorn und das ist mein YouTube-Kanal rund ums Thema Aquarell. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Im Video heute zeige ich dir eine relativ reduzierte Möglichkeit, Licht im Bild einzufangen. Es geht um farbige und gleichzeitig transparente Schatten, um Vereinfachung der Formen, aber auch um Detailgenauigkeit, da wo es für das Bild notwendig ist. Jetzt geht's los, viel Spaß beim Zuschauen. Im November 2025 war ich für einige Tage in Florenz, um meine Malreise nächstes Jahr in die Toskana vorzubereiten. Wir hatten wunderbares Wetter in Florenz im November und ich konnte im Skizzenbuch einige Sachen draußen malen. Hier seht ihr mich an einem tollen Malplatz im Giardino di Boboli. Dort habe ich den Brunnen gemalt. Wirklich tolles sonniges Wetter und ein relativ ruhiger Malplatz. Das war wunderbar. Hier ist eine weitere Skizzenbuchseite, die vor Ort entstanden ist, und jetzt blättern wir gemeinsam das Skizzenbuch einmal durch. Hier blätter ich für euch mein Florenz Skizzenbuch einmal durch. Und dieses Motiv aus dem Giardino di Boboli möchte ich heute im Video für euch malen. Die heute verwendeten Materialien sind folgende Farben: Lichter Ocker, Sienna gebrannt, Cobalt Türkis Light, Permanent Alizarin Karmesin, Cerulean Blue von Winsor Newton, Perilane Green von Schminke, Neutraltinte von Winsor Newton, Ultramarin Feinst und Lasurorange von Schminke und Titanweiß von Winsor Newton. Ich arbeite auf Baumwollpapier der Firma Arches, 300 Gramm Grain Fin. Das Format ist ungefähr DIN A4. Ich male mit den Pinseln aus meiner eigenen Kollektion. Das ist ein Eichhörnchenhaarpinsel in der Größe 12, ein Rotmalerhaarpinsel in der Größe 10 und der synthetische Flachpinsel zum Auswaschen in der Größe 10. Bei diesem Motiv möchte ich zunächst einmal mit dem Hintergrund beginnen. Ich feuchte das Papier im oberen Bereich, da wo ich jetzt gleich den Himmel malen werde, mit klarem Wasser an und spare hier die kleine Figur aus und den Brunnen aus und gehe jetzt mit der Feuchtigkeit ungefähr bis hierhin, nicht ganz bis zum Brunnenrand. Und dann fange ich mit Ultramarinblau für den Himmel an und gehe schön um die Figur hier herum. Und dadurch, dass ich das Blatt ja vorher angefeuchtet habe, kann ich hier relativ locker und leicht malen, schnell malen. Und die Pinselstriche verbinden sich zu einer schönen blauen Himmelsfläche. Da hinein kommt jetzt die Mischung für den oberen Baum oder Busch und hierfür verwende ich Cobalt Türkis Light und etwas Neutraltinte. Ich möchte hier einen sehr gebrochenen Grünton erzeugen, der auch gut zum Himmelsblau passt. Hier ist das Papier schon wieder trocken und hier im unteren Bereich war das Papier ohnehin nicht angefeuchtet. Da geht es jetzt weiter mit einem etwas wärmeren Grün, etwas wärmer, nicht viel. Ich mische wieder Cobalt Türkis Light, Neutraltinte und nehme ein bisschen Lichter Ocker mit hinein. Auch hier möchte ich, dass das Grün überhaupt nicht leuchtend ist, sondern sehr gebrochen. Damit nachher die leuchtenden Elemente dem Brunnen vorbehalten sind.
Ein paar Spritzer mit der Sprühflasche sorgen hier nochmal für ein bisschen Struktur in der Fläche, könnten so kleine Blätter andeuten. Und jetzt werde ich noch die Mauer des Brunnens andeuten. Die Wasserfläche male ich dann später. Hier haben wir eine helle leuchtende Fläche auf der Oberkante mit Kobalttürkis-Light und Alizarin-Karmesin mische ich ein lichtes Grau. Hier ist wichtig jetzt, dass der Tonwert deutlich heller ist als das, was ich hier in den Büschen gemalt habe. Dann gehe ich etwas mehr ins lichte Ocker, beziehungsweise hier ist Sienna gebrannt, nehme ich noch ein bisschen mit für die Seitenwand, die nach unten ins Wasser hineingeht. Immer wichtig, so eine Fläche auch zu variieren, dass man nicht die ganze Fläche jetzt des Brunnens mit einer Farbe anmalt. Ich mache jetzt doch gleich weiter mit dem Wasser, dann habe ich hier das gesamte Blatt bis auf den Brunnen schon fertig gemalt. Zum Malen des Wassers, der Farbmischung, die ich verwende und auch zum Ausarbeiten dieser elliptischen Ringe, die entstehen, wenn hier die Fontänen aufs Wasser treffen, gibt es eine extra Übung für alle Unterstützer unseres Kanals. Nun muss das Blatt einmal trocken geföhnt werden. Das Bild muss jetzt einmal komplett durchtrocknen und ich habe noch eine kleine Ankündigung für dich. Der nächste Malabend hier im Unterstützerbereich auf meinem Kanal findet am 20. Januar 2026 statt. Er ist offen für alle Unterstützer ab einem 10-Euro-Paket. Eure Unterstützung ermöglicht unsere Arbeit hier auf dem YouTube-Kanal. Vielen, vielen Dank dafür. Die Streams werden aufgezeichnet und sind für die Inhaber des Paketes jederzeit nachschaubar. Sobald du ein entsprechendes Paket abschließt, kannst du auch alle älteren Livestreams dir anschauen. Im nächsten Malabend, am 20. Januar 2026, geht es um das Erstellen einer lockeren Skizze im Skizzenbuch. Ausgehend von einer belebten Szene auf dem Malerplatz in Montmartre in Paris erkläre ich meine Vorgehensmethode, um diese lockere Skizze im Skizzenbuch zu malen. Wir malen an dem Abend gemeinsam, ihr könnt im Chat eure Fragen stellen und ich werde viele Tipps zum Aufbau des Bildes, zu meinen vorbereitenden Gedanken und zur Umsetzung geben. Ein 10-Euro-Paket ist, wie gesagt, notwendig, um an diesem Stream teilnehmen zu können. Der Link wird immer gemeinsam mit dem Referenzfoto und der Materialliste und auch der Skizze einige Tage vorher versendet. Unter dem Video in der Videobeschreibung findest du den Link zu Steady Deine Unterstützung. Da kannst du dir die einzelnen Möglichkeiten der Unterstützung noch einmal anschauen und dich über die Pakete informieren. Das Originalbild von heute findest du wie immer in meinem Shop. Wenn du dich für Originalaquarelle interessierst, für dich selbst oder vielleicht als Geschenk, schau gerne im Shop vorbei. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Jetzt geht's weiter mit unserem Motiv. Ich werde jetzt diese Figur oben auf dem Brunnen mit Schattenformen ausgestalten und hierfür verwende ich zwei verschiedene Schattenmischungen. Das ist einmal eine Violettmischung aus Ultramarin Feinst und Alizarin-Karmesin und das zweite ist die Mischung für den warmen Reflexionsschatten, der immer dann entsteht, wenn Licht zurückschlägt auf eine Oberfläche. Und in diese Mischung nehme ich dann zusätzlich zu meiner Violettmischung noch Lasurorange dazu. Immer dann, wenn ich eine Rundung darstellen will, löse ich die Schattenfläche ein bisschen mit klarem Wasser an. Das Gesicht liegt ja hier fast bis auf diese paar Locken an der Seite komplett im Schatten.
Wichtig ist immer, solche Schattenaufträge auch variabel in der Farbigkeit zu halten. Hier variiere ich meine bläuliche Mischung mit Xylinblau, um einen ganz leichten, strahlenden Schatten hier auf der Brust zu erzielen. Und auch hier haben wir eine weiche Kante, also wieder etwas mit Wasser anlösen. Das mache ich jetzt hier mit meinem Flachpinsel. Da kann ich gut diese Kante nachfahren. Auch hier im Oberschenkel ist der Schatten weich und wird gleich angelöst. Und im unteren Bereich des Schattens gibt es eine Lichtreflexion, also hier mit etwas Lasurorange die Sache aufhellen. Hier muss ich das Beinchen ein bisschen korrigieren zunächst, weil da bin ich mit dem Himmel reingekommen. Und jetzt haben wir auf dem Bein am Knie oben einen sehr bläulichen Schatten und dann weiter unten variiert der hin zum Orange. Wieder schön anlösen mit Wasser. Dann geht es weiter hier mit dem Fuß und der Kugel. Hier arbeite ich wieder mit Lasurorange. Und anlösen mit Wasser. Hier gibt es auch sehr viele dunkle, im Schatten liegende Formen. Hier kommt ein Schlagschatten auf die Kugel und im Grunde genommen ist es hier so dunkel, dass der Fuß dann hier herausgearbeitet wird mit Dunkelheit, die dahinter liegt. Diese Schatten hier deute ich jetzt nur rein abstrakt an und hoffe, dass das Auge dann den Rest erledigt. Weiter geht es mit dem Brunnen. Ich arbeite hier wieder mit meiner Schattenmischung. Zunächst hier einen relativ bräunlichen, orangefarbenen Schatten unter dem Vorsprung, der hier ist. Und dann bläulich. Ein paar hellere, weiche Formen hole ich jetzt hier aus der noch feuchten Fläche wieder heraus und kann so das Relief hier ein bisschen andeuten. Hier muss ich erst einmal die Außenkante ein bisschen reparieren. Da war ich zu schnell vorhin mit meiner Hintermalung. Hier können wir ein bisschen den Bogen, der ist wichtig für das Verständnis der Perspektive, ein bisschen korrigieren. Und dann geht es auch hier weiter mit dem Schattenauftrag. Die hellen Stellen möchte ich gern papierweiß lassen, damit es wirklich maximal strahlt. Das sehen wir jetzt schon schön an der Figur hier oben. Der Brunnen hat natürlich so eine gewisse Eigenfarbe. Man hätte das Blatt auch im Vorfeld einmal grundieren können mit einem ganz lichten Gelbton. Aber wenn man das nicht macht und jetzt das Papier weiß stehen lässt in der Sonne, dann leuchtet es natürlich besonders schön. Ich schaue jetzt wieder sehr genau auf mein Foto. Wo sind die Schattenformen? Und hier ist auch wichtig, die genaue Form der Rundung der Schatten zu erwischen, um die Form des Brunnens dann damit gut zu beschreiben. Ich beginne wieder mit einem Orange und solange wie das noch nass ist, kommt jetzt hier wieder die Blau-Violett-Mischung dazu. Hier darf ich nicht zu vorsichtig sein mit meiner Farbigkeit. Der Schatten sollte dunkel genug sein, um als Schatten wirklich gut zu wirken, aber er muss auch wässrig genug angemischt werden, damit es nicht zu dunkel und massiv wird. Hier haben wir wieder eine Kante, die wir gleich aufweichen müssen und im unteren Bereich ist deutlich die Lichtreflexion zu sehen. Da geht die Farbe wieder mehr ins gelblich-orangene.
Manchmal spreizt sich mein Flachpinsel hier in der Mitte auf. Das habt ihr mir auch schon ab und an in E-Mails geschrieben. Das ist überhaupt kein Störfaktor, sondern immer wenn ich ihn benutze, mache ich ihn vorher kurz nass und spitze ihn mit meinen Fingerspitzen an. Und dann kann ich hier, seht ihr, da spreizt sich nichts mehr auf, kann hier schön meine Lichtreflexion herausarbeiten. Immer wieder hier anspitzen. Jetzt geht es weiter hier mit dem großen Schlagschatten, mit der bläulichen Mischung. Und auch wieder die Rundung beachten, das heißt, hier müssen wir wieder etwas verblenden mit Wasser. Hier oben nicht, da wäre es nur wichtig, die genaue Rundung zu erwischen. Das ist mir noch nicht ganz gelungen. So ist besser. Und hier im unteren Bereich schadet eine kleine farbliche Variation nicht, da kommt etwas Ocker mit hinein. Und dann geht es hier schon weiter. Auf dem Brunnenrand sitzen stilisierte Affenfiguren und diese linke Figur wirft einen starken Schlagschatten auf die Fläche hier. Das ist jetzt ein Schatten, der einen harten Rand hat zum Objekt. Also hier werde ich jetzt nicht mit Wasser anlösen. Hier nehme ich auch Sienna gebrannt mit in die Mischung hinein für den etwas dunkleren Bronzeton hier. Und die Figur, die hier rechts sitzt, ist eine ganz ähnliche Figur, liegt aber komplett im Schatten und wird jetzt relativ dunkel gemalt mit einer Mischung aus Ultramarinblau, Permanent Alizarin Karmesin und Lasur-Orange. Und hier verbindet sich der Schatten mit der Figur und es bleibt ein kleiner, ein kleiner schmaler Sonnenstreifen hier vorne stehen. Das ist mir jetzt hier ein bisschen zugerutscht. Dann gibt es noch die schönen Schattenformen hier im Sockel. Auch wieder sehr dunkel. Beginnt hier mit einem bläulichen Schatten. Hier im Übergangsbereich zum Licht ist es etwas gelblicher. Und hier gibt es auch eine Verbindung zur Figur. Hier kommen wir ja schon in die Nähe des Wassers und da können wir ein bisschen Cobalt-Türkis Light mit in den Schattenauftrag hineinnehmen. Das ist die Reflexion der Wasserfläche in die Schattenfarbe hinein. Dann gibt es eine recht dunkle Form unter dem Brunnen, sozusagen der Sockel, der halb im Wasser steht.
und der wiederum mit der Spiegelung verschmilzt. Für die Spiegelung mische ich mir Kobalttürkis Light und Neutraltinte und trage jetzt hier mit lockeren Strichen noch eine Spiegelung ein. Auch hier hinten gibt es eine leichte Spiegelung. Und die Wasserringe hier kann ich noch ein bisschen betonen, auch mit der Spiegelungsfarbe, aber sehr vorsichtig. Diese kleine Figur hier ist noch so ein bisschen lost auf der linken Seite. Ich werde sie jetzt zunächst mal neu definieren, indem ich den Hintergrund hier etwas genauer male. Mit einer dunklen Mischung aus Neutraltinte und Kobalttürkis Light gebe ich hier nochmal eine Untermalung. Kann die Sachen ein bisschen korrigieren und die Figur etwas mehr ins Licht holen. So ganz genau möchte ich es da an der Stelle gar nicht malen. Es ist so, wenn unsere Augen hier oben hingehen zur Figur auf dem Brunnen, dann sind wir nicht in der Lage, hier noch Großdetails zu erkennen. Das kann nur eine Fotokamera, eine Handykamera, die kann gleichzeitig diesen Bereich scharf stellen und den Bereich da oben. Wir Menschen können uns nur auf einen von beiden Bereichen fokussieren. Diese Tatsache mache ich mir beim Malen zunutze, indem ich bestimmte Bereiche genau ausarbeite und andere Bereiche etwas abstrakter und lockerer halte. Jetzt fehlen noch ein paar dunkle Akzente und jetzt gucken wir noch mal aufs Foto, wo noch Dunkelheiten mit trockenem Pinsel eingetragen werden können, um so ein paar Akzente noch zu setzen. Auch hier muss ich wieder aufpassen, nicht zu viel zu machen. Und dann fehlen ja auch noch die Austrittsrohre für die Wasserfontäne. Und hier oben kommt auch Wasser raus. Den Wasserstrahl werde ich gleich auswaschen bzw. dann mit Deckweiß draufsetzen. Gut, dann kommen wir jetzt zum Auswaschen der Wassertropfen hier. Das geht wieder ganz gut mit meinem Flachpinsel und einem trockenen Baumwolltuch. Den Pinsel anfeuchten, anspitzen und hier schön der Bewegung nachgehen. Und dann kann man mit dem Tuch die Farbe auch wieder abheben. Je nachdem, welches Papier ihr verwendet, wird das mehr oder weniger gut funktionieren. Bei meinem französischen Baumwollpapier von der Firma Arche geht das relativ gut. Je nach verwendetem Pigment bekomme ich doch ganz schön helle Formen wieder herausgewaschen. Hier ist es schön, wenn das dunkle Grün, was ich hier herauswasche, hier gleichzeitig eine kleine Farbspur gibt. Hier sehen wir nur so kleine Tropfen, hier wird es nur angedeutet. Da ist nicht so viel zu sehen. Zum Schluss setze ich noch ein paar helle Highlights in diese Wasserspritzer hinein und dafür verwende ich Titanweiß direkt aus der Tube. Das heißt, ich gehe mit meiner Pinselspitze hier in die Farbtube hinein und male jetzt mit der cremigen Farbe direkt aufs Papier. Kein durchgezogener Strich, sondern ein durchbrochener Pinselstrich, vielleicht hier nur ein paar Tropfen, ein paar Punkte.
reicht völlig aus. Und hier lasse ich es so, weil wenn man es jetzt hier auch noch betont, wird es zu gleichmäßig. Das war's für heute. Ein Motiv, was jetzt relativ lange gedauert hat und auch ein gutes Maß an Detailarbeit erfordert, meiner Meinung nach. Mir macht sowas immer viel Spaß. Durch das genaue Hinschauen auf das Vorlagenfoto kommt man in ein fast meditatives Arbeiten. Und das Gehirn versteht es dann auch irgendwann, nicht nach Dingen zu schauen, sondern eher nach Formen. Das ist das, was Maler tun. Sie malen Formen, dunkle Formen, helle Formen werden dann stehen gelassen und so entsteht der Eindruck von Licht und Schatten. Ich freue mich, wenn du unter dem Video einen Daumen nach oben hinterlässt oder noch besser einen netten Kommentar. Ich danke dir in jedem Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns hier, wenn du möchtest, in 14 Tagen wieder mit einem neuen Aquarellvideo. Tschüss, bis dahin.